Das Forum Nachhaltiger Kakao wurde 2012 als Informations- und Dialogplattform gegründet, um gemeinsam mit allen Akteursgruppen den Kakaosektor nachhaltiger zu gestalten. Unsere übergeordneten Ziele sind zum einen die Verbesserung der Lebensbedingungen von Kakaobauern und Bäuerinnen sowie deren Familien, zum zweiten der Erhalt und Schutz der natürlichen Ressourcen und der Biodiversität und zum dritten die Erhöhung des Anbaus und der Vermarktung von nachhaltig erzeugtem Kakao. Wir haben 80 Mitglieder circa aus 4 Mitgliedsgruppen. Zum einen die Bundesregierung, vertreten durch das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung sowie das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, die Süßwarenindustrie, den Lebensmittelhandel und die Zivilgesellschaft. Und wir arbeiten zusammen, um eben gemeinsam mit den Regierungen in den Ursprungsländern zu einem nachhaltigen Kakaosektor beizutragen. Das 10-jährige Jubiläum des Forum Nachhaltiger Kakao ist ein wichtiger Moment für uns, um die letzten Jahre zu rekapitulieren, festzustellen, wo waren wir bereits erfolgreich und wo müssen wir unsere Ansätze verbessern, um mehr Wirkung vor Ort in Westafrika zu erzielen. Und genau das wird unser Schwerpunkt für die nächsten Jahre sein, mehr Wirkung vor Ort. Die drängendsten Herausforderungen im Kakaosektor sind die Armut der Kakaobauern und Bäuerinnen, die niedrigen Erzeugerpreise, Kinderarbeit und Entwaldung. Wir als Kakaoforum entwickeln gemeinsam mit unseren Partnern Lösungsansätze und setzen diese dann in den Anbauländern um. Es ist ganz wichtig, immer im Hinterkopf zu behalten, dass die Herausforderungen strukturelle Ursachen haben und dass wir diese Herausforderungen global und sektorübergreifend angehen müssen. Und so schaffen wir als Kakaoforum einen Raum, in dem wir gemeinsam voneinander lernen können, in dem wir uns austauschen können. Wir schaffen Synergien und schaffen es letztendlich auch, Diskussionen zu ganz wichtigen Themen wie beispielsweise Kinderarbeit voranzutreiben. Bei unserer Gründung im Jahr 2012 waren wir als Multi-Stakeholder-Initiative Vorreiter. 2016 wurden wir dann als Leuchtturmprojekt der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie ausgezeichnet. Heute, im Jahr 2022, arbeiten wir gemeinsam mit unseren europäischen Partnerinitiativen erfolgreich auf europäischer Ebene daran, die Nachhaltigkeit im Kakaosektor zu verbessern. Beispielsweise haben wir inzwischen ein einheitliches Berichtssystem etabliert, mit dem wir die Fortschritte hinsichtlich mehr Nachhaltigkeit im Kakaosektor darstellen, anhand dessen wir feststellen, an welchen Stellschrauben wir noch drehen müssen und so auch einfach mehr Transparenz schaffen. Unsere Mitglieder decken 80-90% des deutschen Marktes ab. Wir haben als Ziel, bis 2025 85% Anteil an zertifiziertem Kakao zu haben. 2014 war dieser Anteil noch bei weniger als der Hälfte, bei knapp 40%, und inzwischen haben wir das Ziel von 85% fast erreicht und damit können wir uns dann für diesen Bereich noch ambitioniertere Ziele setzen. Seit 2015 führen wir in der Côte d'Ivoire gemeinsam mit der ivorischen Regierung das Projekt Pro Planteur durch. Das Projekt ist einzigartig als solches, weil es nicht nur gemeinsam durch unsere Mitglieder und auch durch die ivorische Regierung finanziert wird, sondern weil auch unsere Mitglieder einen Beitrag zur Umsetzung leisten und wir alle dieses Projekt als Lernplattform nutzen können. Das Projekt Pro Planteur hat zum Ziel, die Einkommen der kakaoproduzierenden Haushalte zu verbessern, zu einer ausgewogeneren Ernährung beizutragen und insgesamt die Lebenssituation der Familien zu verbessern. Darüber hinaus stärken wir die Rolle der Frauen in der Côte d'Ivoire, in den Kakao-produzierenden Regionen. Wir bekämpfen die Kinderarbeit durch das Projekt und wir tragen zum Erhalt der natürlichen Ressourcen bei. Durch das Projekt werden 50 Kooperativen und 30.000 Kakaobäuerinnen und Bauern erreicht. Mit unserer Unterstützung konnten diese Bäuerinnen und Bauern ihr Einkommen um durchschnittlich ein Viertel erhöhen. In der Zukunft möchten wir als Forum Nachhaltiger Kakao noch stärker Wirkung vor Ort erzielen.
Deswegen haben wir dieses Jahr einen klar gefassten Handlungsrahmen für das Kakaoforum vereinbart. So möchten wir Vertrauen in unsere Arbeit schaffen und auch unsere Mitglieder zu mehr Verbindlichkeit auffordern. Und insgesamt möchten wir dadurch auch unserer Vorbildfunktion, die wir die letzten 10 Jahre als Multi-Stakeholder-Initiative hatten, weiter nachkommen. Und ganz konkret werden unsere Mitglieder verbindlich sogenannte individuelle Commitments zu den Themen Entwaldung Agroforst, Kinderarbeit, Rückverfolgbarkeit und zertifizierter bzw. unabhängig verifizierter Kakao abgeben. Für die kommenden 10 Jahre Forum Nachhaltiger Kakao wünsche ich mir 2 Dinge. Zum Ersten wünsche ich mir, dass wir die Lebensbedingungen der Kakaobäuerinnen und Bauern noch stärker als bisher in den Mittelpunkt stellen. Und zum Zweiten wünsche ich mir, dass es uns auch in Zukunft gelingen wird, in den unterschiedlichen Akteursgruppen komplexe und kontroverse Themen weiterhin vertrauensvoll und konstruktiv zu diskutieren.